Wir verlassen Wien und fahren in Richtung Süden. Geplant war, dass wir jetzt Richtung Kroatien oder Italien fahren. Das haben wir verworfen aufgrund der Wetterlage. Jetzt wollen wir in Richtung Graz fahren und dann weiter zum Wörthersee. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben den 13. Mai und das Wetter ist bescheiden. Deshalb haben wir uns auch entschieden, nicht nach Italien oder Kroatien zu fahren. Dort regnet es stark, sondern jetzt fahren wir in den Süden von Österreich. Auch da ist das Wetter nicht schön, aber okay, wir wollen mal schauen, wie es wird. Unser Ziel ist ja der Wörthersee, das sind ca. 400 Kilometer. Wir machen aber noch einen Abstecher und zwar zum Libizzaner Gestüt in der Nähe von Graz. Wir haben in Wien ja die spanische Hofreitschule besucht mit ihren Libizzaner Pferden und wo die jetzt geboren werden, wo die gezüchtet werden, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ein Camper, den wir in Spanien kennengelernt haben, der hat uns nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich lohnt, hier mal hinzufahren. So sieht das gesamte Gelände von oben aus. Wir sehen in der Mitte einen großen Parkplatz. Wir wollen fragen, ob wir dort mit unserem Mobil stehen dürfen und auch übernachten dürfen. Was wir nicht wussten, dass dort gerade eine große Veranstaltung stattfindet, aber das war für uns kein Problem. Wir haben gefragt, dürfen wir hier stehen? Auch das wurde positiv beantwortet. So werden wir dort jetzt übernachten. Normal darf man dort nicht übernachten, aber da wir die Veranstaltung besucht haben und damit auch Eintrittsgeld bezahlt haben, hat man uns das zugestanden, dort zu stehen. Es gibt aber in der Umgebung Stellplätze, die man offiziell auch nutzen kann. Man kann dieses Gestüt von Anfang April bis Ende Oktober besuchen. Informationen gibt es da auf der Internetseite. Ich verlinke das hier mal bzw. blende das ein. Es gibt nicht nur das Gestüt, es gibt ein Museum und vieles andere auch noch. Dieses Gestüt gehört ja zur spanischen Hofreitschule in Wien. Sie haben insgesamt 400 Libizzaner, jedenfalls circa. Leider hat das Wetter ja nicht mitgespielt. Wir hatten 12 Grad, Nieselregen und die ganze Veranstaltung dauerte etwa 3 Stunden. Da war man dann froh, dass man wieder danach ins Warme gehen konnte. Die Veranstaltung war um 16 Uhr zu Ende und dann leerte sich der Parkplatz. Nach einer Stunde etwa waren alle Fahrzeuge oder PKWs verschwunden und wir standen nur noch allein mit einem weiteren Wohnmobil auf dem Parkplatz. Der nächste Morgen, es regnete, es hatte auch die ganze Nacht geregnet, aber es nutzt ja nichts. Für uns sollte es ja weitergehen, und zwar Richtung Wörthersee. Nur wenige Kilometer entfernt von dem Gestüt im Ort Bernbach gibt es eine Kirche, die ist von Hundertwasser gestaltet und die wollen wir uns jetzt nochmal einmal ansehen. In der Nähe der Kirche gibt es einen Parkplatz, dort konnten wir parken und so sind wir dann zur Kirche hingelaufen, es waren nur wenige 100 Meter. Die Kirche wurde 1950 gebaut, es handelt sich um eine katholische Kirche und sie wurde in den Jahren 1987, 88 von Hundertwasser umgestaltet. Es fand gerade ein Gottesdienst statt, so sind wir nicht in die Kirche reingegangen, haben sie uns nur kurz von außen angesehen. Bei so einem Wetter, da macht natürlich keine Besichtigung richtig Spaß. Es regnete, wir hatten nur 10 Grad und so sind wir relativ schnell weitergefahren. Es ging Richtung Autobahn und zwar der A2 und unser Ziel ist ja der Wörthersee. Das sind von hier aus etwa 130 Kilometer. Wir haben uns dort am Wörthersee einen Stellplatz ausgesucht. Wir waren in dieser Region lange nicht mehr. Ich denke, dass es fast 50 Jahre her ist, dass wir mal dort waren. So ist das alles neu für uns. Wir haben jetzt die Stadt Velden am Wörthersee erreicht. Müssen wir jetzt so ein bisschen hier durch die Stadt fahren, um zum Stellplatz zu kommen. Der Stellplatz liegt am Ortsrand von Velden, also einige 100 Meter von der Ortsmitte entfernt.
Hier auf der linken Seite ist jetzt die Zufahrt zum Stellplatz. Wir sind etwas erstaunt, denn nicht ein einziges Wohnmobil ist zu diesem Zeitpunkt hier auf dem Platz. Jetzt müssen wir uns erstmal mit dem Bezahlsystem hier beschäftigen. Man sieht hier so einen dicken Poller, der muss erstmal im Boden versinken, damit wir reinfahren können. Dazu gibt es hier eine Säule, dort ist eine Taste, dort drückt man drauf und dann soll eine Karte, eine Chipkarte rauskommen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man nah genug an den Poller rangefahren ist. Bis an die weiße Linie muss man ranfahren, dann senkt sich der Poller ab, beziehungsweise wenn man die Karte gezogen hat, senkt sich der Poller ab. Hier wird über ein Kamerasystem das Kennzeichen gescannt. Genauso auch bei der Rausfahrt wird wieder das Kennzeichen erkannt und man kann den Platz verlassen. Natürlich nachdem man bezahlt hat. Leider regnet es immer noch, aber wir steigen aus und orientieren uns erstmal, ob es eine Parzellierung gibt. Die gibt es und so suchen wir uns einen Platz aus und stellen uns dann entsprechend hin. Angegeben ist hier für den Platz 24 Parzellen. Immer zwischen diesen weißen Schildern sind jeweils 2 Plätze, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind etwa in der Mittagszeit hier angekommen. Außer uns kein einziges Wohnmobil da. Waren wir erstmal im ersten Moment etwas verwundert. Aber warum das so ist, das haben wir dann später festgestellt. Im Laufe des Nachmittags kamen dann aber weitere Wohnmobile und der Platz füllte sich so langsam. Es regnete so stark, man mochte das Mobil gar nicht verlassen. Erst als es etwas aufgehört hat zu regnen, bin ich rausgegangen und habe mich erstmal informiert. Hier an diesem kleinen Häuschen konnte man einiges an Informationen bekommen. Was ich nicht gesehen habe bei dem Reinfahren auf dem Platz, dass man hier nur maximal 24 Stunden stehen darf. Geplant hatten wir, dass wir hier 2-3 Tage bleiben, um uns das Umfeld so ein bisschen anzusehen. Am Bezahlautomat habe ich dann eine Telefonnummer gefunden, dort habe ich angerufen und nachgefragt, ob wir vielleicht etwas länger hier stehen dürfen. Das ist nicht möglich, wurde mir klar und deutlich erklärt. Es gibt behördliche Auflagen, die müssen eingehalten werden und von daher ist das ein reiner Raststellplatz für maximal 24 Stunden. Die nette Dame am Telefon hatte mir auch erklärt, dass es unter ihrer Leitung einen weiteren Stellplatz gibt, der etwa 10 Kilometer entfernt ist und auch am See liegt und den könnten wir dann ja nutzen. Aber auch auf diesem Stellplatz darf man maximal 24 Stunden stehen und das war uns einfach zu wenig. Jetzt waren wir so ein bisschen enttäuscht über die ganze Geschichte und waren am Überlegen, ob wir nicht weiter Richtung Heimat fahren. Aber manchmal ist es ja so, dass man über eine Entscheidung nochmal eine Nacht schlafen muss und dann findet man eine andere Lösung und so war es auch in diesem Fall. Wir haben dort auf dem Platz gut geschlafen und am nächsten Morgen schien die Sonne und wir haben uns entschieden, nicht weiterzufahren, sondern einen Campingplatz zu suchen und das haben wir gemacht und auch einen gefunden und dahin sollte es jetzt weitergehen. Es handelt sich um den Campingplatz in Klagenfurt, darüber möchte ich aber in einem extra Video berichten. Zeigen möchte ich euch jetzt nochmal den Stellplatz, der uns auch angeboten wurde hier am Wörthersee von der Betreiberin hier in Velden. Und zwar ist das auch ein Stellplatz nahe des Sees. Er ist kostenpflichtig, kostet 12 €, hat keine End- und Versorgung, auch keinen Strom. Aber es ist in erster Linie ein Platz für eine Übernachtung. Auch auf diesem Platz darf man maximal 24 Stunden stehen. Warum das so ist, das hat die Familie, die diese Plätze betreibt, unter anderem betreibt sie 3 Plätze hier in dieser Region, ausführlich in der Facebook-Gruppe Hako Video veröffentlicht. Ich werde diesen Text kopieren und unter dem Video in die Textbox mit einfügen. Direkt neben diesem Stellplatz ist Hofer, ich glaube, das ist der Aldi in Österreich. Dort kann man dann ganz schnell hin und einkaufen. Wir haben für einen längeren Aufenthalt dann einen Campingplatz in Klagenfurt gewählt. Dazu mussten wir dann etwa 20 Kilometer wieder zurückfahren, aber auch kein Problem. Und über diesen Campingplatz, darüber möchte ich dann in einem der nächsten Videos berichten. Bis dahin sage ich jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.